Spatial Temporal Man. Das muss ich auch gleich mal googeln. Ja, ist tatsächlich eine Legende, die es gibt. Okay. Yeah, it's sort of like a common experience. Ja, das ist so ein gemeinsames Erlebnis. A lot of people have experienced waking up in an uninhabited world they've never seen before. Viele Menschen sind schon mal in einer unbewohnten Welt, die sie nie vorher gesehen haben, aufgewacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir das jemals passiert ist. And most of them describe seeing the same person. Und die meisten von ihnen beschreiben dieselbe Person, die sie gesehen haben wollen. The Spatial Temporal Man. Der Zeitraummann. He's supposed to be an ordinary old man wearing work clothes. Er soll ein normaler älterer Mann sein, der Arbeitskleidung trägt. The Spatial Temporal Man guides people back to the real world. Der Zeitraummann führt die Menschen zurück zur echten Welt. He tells them, this world is not for you, or something. Er sagt ihnen, diese Welt ist nicht für dich. Für dich. Oder sowas. I'd like to meet him someday. Ich würde ihn gerne irgendwann mal kennenlernen. Ich nicht. Es klingt gruselig. So, this elementary school kid, let's call him C. He goes to school and there's a bunch of things on the floor. Und noch weitere Theorien. Also, es gibt da dieses Grundschulkind, nennen wir ihn C. Er geht zur Schule und dort sind viele Dinge auf dem Boden. Postcards, towels, a coffee cup, rice bowls, a sink, lots of stuff. Postkarten, Handtücher, eine Kaffeetasse, Reisschüsseln, ein Waschbecken. Sehr viel Zeug. But C realized that those were all things from his own house. Aber C merkte, dass das alles Dinge aus seinem eigenen Haus waren. How did they get to the classroom? Wie sind sie in das Klassenzimmer gekommen? No one knows. Niemand weiß es. It's not like anyone did it on purpose or there was a thief or anything. Es ist nicht so, als ob irgendjemand das absichtlich gemacht hatte, als ob es da einen Dieb gab oder sowas. Maybe something happened that made two parallel worlds fuse. Vielleicht ist etwas passiert, das zwei Parallelwelten zusammengebracht hat. Yeah, maybe. Ja, vielleicht. Die zwei Schwestern. So, there's this girl. Let's call her B. She's practicing piano in her room. Also, es gibt dieses Mädchen, nennen wir sie B. Sie übt Klavierspielen in ihrem Zimmer. And her little sister is watching TV in the same room. Und ihre kleine Schwester schaut im selben Zimmer Fernsehen. B asks her to turn the TV volume down so she can hear her piano playing, you know? B bittet sie, den Fernseher leiser zu machen, damit sie das Klavier hören kann. So B goes back to practicing, playing a little bit. But her sister doesn't turn the volume down. Also übt B weiter und spielt eine kurze Weile. Aber ihre Schwester macht den Fernseher einfach nicht leiser. She's not listening at all. So B turns around to scold her. Sie macht überhaupt nicht das, was sie ihr gesagt hat, also dreht sich B um
um sie auszuschimpfen. She was really gonna let her sister have it. Sie wollte ihrer Schwester eine wirklich heftige Standpauke halten. But she's gone. She's nowhere to be seen. Aber sie ist weg. Sie ist nirgendwo zu sehen. She thinks, I wonder where she went. Sie denkt sich, ich frag mich, wo sie hin ist. But then B hears her sister at the door. Aber dann hört B ihre Schwester an der Tür. I'm home. Ich bin zu Hause. B runs to the front door and sees her sister and her parents standing there. B rennt zur Vordertür und sieht, wie ihre Schwester und ihre Eltern dort stehen. So B asks, when did you go outside? Also fragt B, wann bist du nach draußen gegangen? But her mom says, Aber ihre Mutter sagt, what are you talking about? She went shopping with me. was redest du da? Sie ist mit mir einkaufen gegangen. B is really confused by all of this, of course. B ist natürlich von all dem sehr verwirrt. She asks her little sister about it, and she learns that her favorite TV show was on. Sie spricht mit ihrer kleinen Schwester darüber. Und erfährt, dass ihre Lieblingsfernsehsendung gerade lief. Ach, meine kennen wir irgendwie nicht mehr. Na dann genießt das Standbild. Ich mach weiter. And before she went shopping with her mom, she was deciding whether or not she wanted to stay and watch it or not. Und bevor sie mit ihrer Mutter einkaufen gegangen ist, hat sie versucht, sich zu entscheiden, ob sie bleiben wollte und um sie anzuschauen oder nicht. So depending on her decision, a parallel world was made. Also wurde abhängig von ihrer Entscheidung eine Parallelwelt geschaffen. Yeah. Ja, And what B saw might have been from the world where her sister stayed behind. was B gesehen hat, könnte aus der Welt gewesen sein, wo ihre Schwester geblieben ist. Der verlorene Freund. There's this kid, A. He's in elementary school. Es gibt da dieses Kind. Er ist in der Grundschule. Well, A had this close friend named Suzuki. Naja, A hat diesen Freund namens Suzuki gehabt. One day, after school, they're walking home together. Eines Tages nach der Schule gehen sie zusammen nach Hause. A turns around to tell Suzuki a joke, A dreht sich um Suzuki einen Witz zu erzählen. and Suzuki is laughing his butt off. Und Suzuki lacht sich tot. And he's laughing, and he laughs so hard that his eyes fall out of their sockets. Und er lacht und lacht. Und er lacht so sehr, dass seine Augen aus den Augenhöhlen fallen. Ih. What? Was? Well, they were hanging down out of his eye sockets. Naja, sie hängen aus seinen Augenhöhlen heraus. War Igitt. The nerves were still connected, but Die Nerven waren noch verbunden, aber A is of course in shock and doesn't know what to do. A ist natürlich schockiert und weiß nicht, was er tun soll. Suzuki just takes his eyeballs and jams them back into his eye sockets and keeps walking like nothing happened. Suzuki nimmt einfach seine Augen und steckt sie wieder in die Augenhöhlen rein und läuft weiter, als ob nichts passiert wäre. So A asks him about it. Like, hey, are you okay? Your eyes fell out. Also fragt ihn A darüber aus. So wie, hey, bist du in Ordnung? Deine Augen sind rausgefallen. A is really concerned for his friend, you know? A ist wirklich besorgt um seinen Freund, weißt du? But Suzuki just says,
Yeah, I'm fine. He doesn't say anything about it. Aber Suzuki sagt einfach, ja, alles in Ordnung. Und er sagt nichts darüber. And by now, A is really curious. But he's not getting any answers. So they just part ways and go home. Und jetzt ist er wirklich neugierig, aber er bekommt keine Antworten. Also trennen sich ihre Wege und sie gehen nach Hause. The story only gets weirder from here. Von hier aus wird die Geschichte nur noch seltsamer. The next day, A goes to school and Suzuki's not there. Am nächsten Tag geht A zur Schule und Suzuki ist nicht da. A is confused and asks his teacher about it. A ist verwirrt und befragt seinen Lehrer dazu. Hey, where's Suzuki today? Hey, wo ist Suzuki heute? And the teacher says, Und der Lehrer sagt, Suzuki? Who's that? There's no Suzuki in this class. Suzuki, wer ist das? Es gibt keinen Suzuki in dieser Klasse. A says, what are you talking about? A sagt, was reden Sie da? And he goes and asks all of his classmates about Suzuki. Und dann geht er rum und fragt all seine Klassenkameraden zu Suzuki. They all say the same thing. Die sagen alle dasselbe. I don't know him. There's no Suzuki in this class. Ich kenne ihn nicht. Es gibt keinen Suzuki in dieser Klasse. So that kid must have jumped into a parallel world without Suzuki. Also muss dieses Kind in eine Parallelwelt ohne Suzuki gereist sein. That's what I think. Das denke ich zumindest. Couldn't Suzuki just be an imaginary friend or something? Könnte Suzuki nicht einfach ein imaginärer Freund sein oder sowas? No, A was really serious about remembering Suzuki. Nein, A hat sich wirklich ernsthaft an Suzuki erinnert. It is weird. Das ist seltsam. And there's no way you can pop your eyeballs back in like that. Und man könnte nicht einfach so die Augen wieder reinsetzen. Well, not necessarily. Na, nicht unbedingt unmöglich. There's such a thing as a dislocated eye. Es gibt den Begriff vorgefallenes Auge. It actually isn't too hard to put your eye back in if it falls out. Eklig. Es ist nicht allzu schwierig, das Auge wieder reinzustecken, wenn es rausfällt. Allerdings sitzen in der Regel die Augen so fest in den Augenhöhlen. Logischerweise ist es eher selten passiert. Ota is correct. Dislocated eyes are easy to replace in their sockets. Ota hat recht, vorgefallene Augen kann man leicht wieder in ihre Höhlen einsetzen. As long as none of the nerves or blood vessels were damaged, there are usually no lasting negative effects either. Solange die Nerven und Blutgefäße nicht beschädigt wurden, gibt es auch normalerweise keine bleibenden negativen Folgen. But that doesn't prove this Suzuki exists. Aber die Vorstellung, das zu machen, das ist so eklig. Das Einzige, was ich an meinen Augen mache, ist meine Kontaktlinsen einsetzen und das reicht schon. Aber das beweist nicht, dass dieser Suzuki wirklich existiert. Well, I guess not, but Naja, ich denke nicht, aber... Noch was? I know a ton of stories like this. Ich kenne viele Geschichten wie diese. Like being suddenly transported 1 year into the future. And there's a missing persons report out for you. Wie wenn man plötzlich 1 Jahr in die Zukunft reist und dann ist man als vermisste Person gemeldet. You look down at your phone, but you realize that it's not yours. It's not the one you remember having.
Man schaut auf sein Handy, aber man bemerkt dann, dass es nicht das eigene ist. Es ist nicht das Handy, an das man sich erinnert. You look through the contacts, Man schaut in die Kontakte and it's filled with names you don't recognize. und sie sind voll mit Namen, die man nicht erkennt. Sounds scary. Klingt gruselig. There's more, too. Es gibt noch mehr. Like this town where everyone is Japanese, Wie diese Stadt, wo jeder Japaner ist. but they're speaking a completely different language. And all the signs and magazines and stuff have different letters. Aber alle sprechen eine komplett andere Sprache und alle Schilder und Zeitschriften und so haben andere Schriftzeichen. And it's not like Korea or China. Und es ist nicht Korea oder China. It's the Japan we know, but the language is different. Es ist das Japan, das wir kennen, aber die Sprache ist eine andere. That's a prime example of a parallel world. Das ist ein super Beispiel, eine Parallelwelt. Zusammenfassung. When did you two get so knowledgeable? Wo habt ihr zwei so viel Wissen her? Oh, I don't know. Oh, ich weiß nicht. Tessa is always writing about this stuff on the internet. Tessa schreibt immer was zu dem Zeug im Internet. That's why I decided to research it too. That's how I learned all this stuff. Und deswegen habe ich mich entschieden, da auch mal zu recherchieren. So habe ich all das Zeug rausgefunden. Oh, hey. I know about conspiracies and secret societies too. I find that stuff fascinating. Ich weiß auch, ich kenne auch Verschwörungstheorien und geheime Organisationen. Ich finde das Zeug faszinierend. If you want, we could talk about those. Wir könnten auch über die reden, wenn du willst. Maybe next time. Vielleicht nächstes Mal. Now, where's that omelet rice? Nun, wo ist der Omelette-Reis? Done. Fertig. Ota brachte uns das Gericht. Er stellte einen Teller mit Omelette-Reis vor mir und Iris hin. Iris griff den Löffel mit einem riesigen Lächeln im Gesicht. Bon appetit! Guten Appetit! Sie nahm einen Löffel voll nach oben. Nein, in Wirklichkeit versuchte sie, einen Löffel voll zu nehmen. Tessa, are you okay? Tessa, geht's dir gut? I'm fine. Ja, mir geht's gut. My hand slipped. Meine Hand ist ausgerutscht. Let's eat. Essen wir. Iris und ich aßen den Omelette-Reis in fast völliger Stille. Es gab keine Gespräche. Nur das Geräusch vom Löffel auf dem Teller. Das Geräusch war im ganzen Imbiss zu hören. Und schneller als man denken würde. Thanks for the food. Ja, danke fürs Essen. Hatte Iris ihre Energie wieder vollständig zurück.
Auf ihrem Gesicht war wieder ihr gewöhnliches Lächeln. That was good. Das hat gut geschmeckt. Ota, your omelet rice is seriously the best. Ota, dein Omelette-Reis ist wirklich der beste. Yeah, it was actually really good. Ja, er war wirklich ziemlich gut. Aw, thanks. I owe it to my dad. He taught me well. Ja, danke. Das habe ich von meinem Papa. Er hat es mir wirklich gut beigebracht. Ich bezahlte für das Essen und stand auf, um zu gehen. Let's get going, Iris. Gehen wir, Iris. Thanks again. Nochmal danke. Thank you. Come back soon. Danke, komm bald wieder. So, und ich würde sagen, ich speichere hier an der Stelle. Und es geht beim nächsten Mal weiter, hoffentlich mit einer wieder funktionierenden Kamera. So, bye bye.